Moin! Für uns startet unsere Thailand-Reise mit einem 3-tägigen Aufenthalt in Bangkok. Wir haben hier unter anderem natürlich zahlreiche Tempel angesehen, uns durch die Nachtmärkte gefuttert und eine sehr, sehr coole Fahrradtour gemacht. Was wir euch sonst noch so empfehlen, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß! Two souls in Neverland, 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 Neverland. Für uns geht es von Hamburg über Istanbul nach Bangkok. Am Flughafen angekommen, nehmen wir uns eines der Taxis, das da herumsteht, um uns in die Stadt fahren zu lassen. Generell würden wir euch aber empfehlen, die Apps Grab und Bolt herunterzuladen. Mit diesen beiden Apps könnt ihr problemlos wie bei Uber jegliche Autos für euch bestellen. In Bangkok fahren aber neben Taxis natürlich auch die bekannten Tuk-Tuks und das würden wir euch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Die sind zwar immer ein bisschen teurer, aber bieten dafür auf jeden Fall immer jede Menge Spaß. Besonders abends ist es richtig lustig, in dem beleuchteten Tuk-Tuk durch Bangkok zu düsen. Der Verkehr in Bangkok generell ist wirklich die Hölle. Über Bolt und Grab kann man sich auch Mitfahrgelegenheiten auf einem kleinen Roller mieten. Die Fahrer kennen sich natürlich bestens aus und mogeln sich durch jeden Stau. Von daher spart man da auf jeden Fall viel Zeit und natürlich auch ein bisschen Geld. Als Unterkunft haben wir uns das Boutique-Hotel De Phanakron ausgesucht und uns hier für 4 Nächte eingebucht. Die Angestellten hier haben uns wirklich sehr freundlich empfangen und uns jeden Morgen mit einem sehr, sehr leckeren Frühstück in den Tag starten lassen. Die Zimmer sind auch sehr geräumig und wirklich stilvoll eingerichtet. Wir haben uns hier also wirklich rundum wohlgefühlt. Auch die Lage des Hotels fanden wir wirklich perfekt. Die ganzen rundum liegenden Straßen bieten viele Möglichkeiten zu shoppen oder auch in kleine Bars und Restaurants zu gehen. Wir würden dieses Hotel auf jeden Fall weiterempfehlen, auch weil man hier weniger vom typischen Bangkoker Stadtlärm mitbekommt. Wenn man in Bangkok ist, dann sollte man sich auf jeden Fall eine kleine Auswahl der über 400 Tempel anschauen, die in Bangkok beheimatet sind. Wir beginnen unsere Tempeltour am Ufer des Chao Phraya-Flusses mit dem Wat Po. Der Eintrittspreis liegt bei 300 Baht pro Person, was etwa 8 Euro entspricht. Der Wat Po ist einer der ältesten und wichtigsten Tempel in ganz Bangkok. Die berühmteste Sehenswürdigkeit im Wat Po ist der riesige liegende Buddha, eine vergoldete Statue, die etwa 46 Meter lang und 15 Meter hoch ist. Sie zeigt den Buddha im Moment seines Übergangs ins Nirvana. Wie in den meisten Tempeln muss man auf die Kleiderordnung achten. Schultern und Knie müssen bedeckt sein. Im 19. Jahrhundert wurden hier verschiedenste Lehrtafeln mit Wissen zu Medizin, Literatur, Astrologie und anderen Fächern angebracht. Damit galt der Wat Po damals schon als die erste öffentliche Bildungseinrichtung in Thailand. Er ist aber nicht nur deshalb berühmt, sondern auch, weil er die Geburtsstätte der traditionellen Thai-Massage ist. Noch heute befindet sich hier eine sehr angesehene Massageschule. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich der nächste Tempel, den wir besichtigen wollen, der Wat Arun. Mit der Fähre kommt man für 5 Baht, also umgerechnet 13 Cent, auf die andere Seite. Der Wat Arun wird auch der Tempel der Morgenröte genannt und ist einer der berühmtesten und schönsten Tempel in ganz Bangkok. Benannt wurde er nach Aruna, dem hinduistischen Gott der Morgenröte. Der Eintritt kostet 200 Baht, was ca. 5,40 Euro entspricht. Der zentrale Turm ist etwa 70 Meter hoch und wunderschön verziert mit farbigen Porzellanstücken und Muscheln. Umgeben ist dieser dann von vielen kleineren Türmen, die buddhistische und auch hinduistische Einflüsse mischen. Ursprünglich wurde der Tempel im 17. Jahrhundert erbaut. Das erste Mal haben wir den Tempel schon im Jahre 2019 besichtigt. Und weil wir ihn damals schon so wunderschön fanden, haben wir uns jetzt wirklich sehr gefreut, ihn nochmal ansehen zu können. Jetzt geht es für uns zum Wat Saket, dem Golden Mount. Der Eintritt hier kostet 100 Baht pro Person, also ca. 2,70 Euro. Der Golden Mount ist ein etwa 80 Meter hoher künstlicher Hügel. Um auf die Spitze zu gelangen, steigt man über 300 spiralförmig angelegte Stufen hoch. Aber keine Sorge, das ist nicht allzu anstrengend. Begleitet wird man von Glocken, verschiedenen Gongs und kleinen Schreinen. Oben angekommen hat man wirklich einen wunderschönen Rundumblick über die ganze Stadt. Wie bei allen Tempeln auch, sollten hier Schultern und Knie bedeckt sein. Da der Tempel mitten auf einem Berg liegt, unterscheidet er sich natürlich schon von den anderen Tempeln in der Stadt.
Außerdem hat er den Vorteil, dass hier deutlich weniger los ist. Wir finden also, der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Nun wollen wir uns eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Thailands anschauen, den Königspalast, offiziell auch Grand Palace genannt. Dieser ist umgeben von verschiedenen prunkvollen Gebäuden der Regierung. Der Eintritt beträgt pro Person 500 Baht, also in etwa 13,50 Euro. In diesem Tempel müssen übrigens auch die Männer lange Hosen tragen. Er ist wirklich riesig und natürlich voller Geschichte. Erbaut wurde er 1782, als Bangkok zur neuen Hauptstadt des Königreichs Siam wurde. Über 150 Jahre diente er als Residenz der thailändischen Könige, Regierungssitz und religiöses Zentrum. Heute wird er allerdings nur noch für zeremonielle Ereignisse genutzt. Der Tempel beheimatet die kostbarste Buddha-Statue ganz Thailands, nämlich den Smaragd-Buddha. Der König selbst wechselt der Statue 3-mal im Jahr die Gewänder. Die vielen vergoldeten Gebäude, die Mosaike aus Glas, die verschiedensten Statuen und Wandmalereien machen diese Tempelanlage wirklich zu etwas ganz Besonderem. Jetzt haben wir erstmal genug Tempel gesehen und wir gehen nach Chinatown. Chinatown ist eines der lebendigsten, ältesten und spannendsten Viertel der Stadt. Man findet hier wirklich einen Mix aus Geschichte, verschiedensten Straßenessen, Tempeln, Goldshops und eine chaotisch schöne Atmosphäre vor. Chinatown ist eines der größten Viertel der Welt. Die Hauptstraße heißt Yau Varat Road. Besonders abends wird sie spektakulär mit ihren ganzen Neonlichtern. Die Straße wird ab Sonnenuntergang übrigens auch zu einer riesigen Streetfood-Meile. Es gibt hier verschiedenste Essenstände und die sind wirklich zum größten Teil super lecker. Man sollte sich also wirklich trauen, sich hier ein bisschen durchzuprobieren. Generell sollte man schon so einen Nachtmarkt in Bangkok mal besuchen. In der ganzen Stadt verteilt sind verschiedenste Nachtmärkte. Und so ähnlich die sich dann am Ende auch sind, hat doch jeder so seine ganz eigene Note. Generell findet man hier super viele verschiedene Stände. Neben dem leckeren Essen manchmal auch wirklich skurrile Dinge. Diese Streichelstationen hier für Tiere zum Beispiel fanden wir doch schon wirklich sehr befremdlich. Normalerweise versuchen wir die Städte immer auf eigene Faust zu erkunden. Allerdings sind wir, wenn wir in Bangkok sind, sehr treue Kunden von Koh Phan Kessel. Koh Phan Kessel ist ein Touranbieter, der in Bangkok verschiedene Fahrrad- und Sightseeing-Touren anbietet. Mit dem Fahrrad fährt man durch kleine Gassen, Hinterhöfe und verschiedene Märkte. Dadurch kriegt man wirklich ein wahnsinnig authentisches Bild von Bangkok. Man ist wirklich fernab von typischen Touristenrouten unterwegs. Es gibt verschiedene Fahrradtouren. Wir haben uns diesmal für die 3-stündige Tour entschieden. Bucht man längere Touren, dann sind das häufig Kombinationstouren mit Fahrrad- und Bootstrips. Die Guides hier sind wirklich super freundlich und erzählen einem bei jedem Stopp natürlich auch wissenswerte und hilfreiche Dinge. Zwischendurch gibt es natürlich auch eine kleine Pause. Der Guide hat uns hier ganz viele verschiedene traditionelle thailändische Snacks besorgt. Sich da durchzuprobieren und sie kennenzulernen, hat richtig viel Spaß gemacht. Und lecker war es auch. An der Stelle nochmal viele Grüße und vielen Dank an unsere lieben Guides Earth und Mr. K. Nun geht es für uns ab aufs Wasser. Mit dem Longtail-Boot haben wir uns eine Tour über den Chao Phraya-Fluss mit seinen Kanälen gebucht. Die Kosten für uns beide lagen bei 2000 Baht, was so ungefähr 54 Euro sind. Je mehr Leute man aufs Boot bekommt, desto günstiger wird dann auch der Preis. Mit dem Boot fährt man dann eine gute Stunde. Hierbei fährt man nicht nur an verschiedenen Tempeln vorbei, sondern bekommt wirklich auch sehr authentische Einblicke, wie hier manche Menschen noch leben. Diese doch sehr einfach gehaltenen und ursprünglichen Häuser direkt am Wasser, die machen einem den Kontrast nochmal deutlich zwischen den Hochhäusern und dem ganzen Trubel in der Stadt und dem Leben hier. Wir fanden die Tour insgesamt auf jeden Fall cool und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Man sieht aber schon auch ganz ehrlich die andere Seite des Lebens. Und auch die Sauberkeit des Flusses lässt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wünschen übrig.
Jetzt stürzen wir uns mal ein bisschen ins Nachtleben, also ab auf die berühmte Khao San Road. Die Khao San Road gilt seit den 1980er Jahren als Backpacker-Hotspot. Man findet hier günstige Unterkünfte, Hostels und alles, was Langzeitreisende so brauchen. Inzwischen überwiegt aber wohl das bunte Nachtleben. Abends verwandelt sich die Straße wirklich in eine lebhafte Partyzone. Hier gibt es Bars, Clubs, Live-Musik und viele Straßenkünstler. Natürlich gibt es aber auch Streetfood. Wenn man sich dann ein bisschen von der Khao San Road wegbewegt und einfach mal in die Seitenstraßen geht, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen ruhiger und wir finden auch schöner. Auch hier gibt es viele Bars und tolle Restaurants, aber unter den Bäumen, die da so rechts und links stehen, ist die ganze Atmosphäre einfach gemütlicher. Ein weiterer sehr berühmter Party-Hotspot in Bangkok ist Soi Cowboy. Diese Straße ist wirklich knallbunt und vollständig in Neonlicht getaucht. Viele Touristen kommen einfach zum Schauen hierher oder für einen Drink oder um in einer der vielen Bars bei Live-Musik zu feiern. Gar nicht weit entfernt liegt eine Bar, die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Havana Social. Die Eingangstür ist getarnt als Telefonzelle, was es natürlich schon recht witzig macht. Direkt, wenn man reinkommt, kann man sich so einen traditionellen Panama-Hut nehmen, damit man sich dann auch wirklich fühlt wie ein echter Kubaner. Die Stimmung in der Bar ist dann wirklich super. Mit toller Live-Musik, leckeren Drinks und wirklich richtig vielen gut gelaunten Menschen kann man hier auf jeden Fall den Abend verbringen. Wenn man in so einer großen und natürlich dann nachts auch toll beleuchteten Stadt ist, dann macht es für uns immer Sinn, auch eine Rooftop-Bar zu besuchen. Und wie vermutlich viele andere Touristen auch, folgen wir da dem Ruf des berühmten Films Hangover 2. In der Shiroko Sky Bar auf dem Lipua State Tower wurde nämlich die berühmte Anfangsszene des Films gedreht. Weist auf jeden Fall darauf hin, dass ihr in die Rooftop-Bar im 64. Stock wollt. Es gibt nämlich mehrere Bars und die Angestellten versuchen einen manchmal in eine weniger beliebte Bar im 52. Stock zu lotsen. Die Aussicht von hier oben ist wirklich grandios und man hat einen super schönen Blick. Die Preise hier oben haben sich allerdings wirklich gewaschen. Wir sind also nach einem Getränk dann auch wieder gegangen. Hiermit endet nun auch unsere Zeit in Bangkok. Natürlich gibt es noch deutlich mehr, was man hier machen und ansehen kann. Vielleicht habt ihr ja noch den ein oder anderen Tipp, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Für uns geht es jetzt allerdings weiter nach Phuket und Umgebung. Und auch darüber machen wir natürlich ein kleines Video. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns weiter auf unseren Reisen begleitet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Two souls in Neverland, 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 Neverland.